Viele glauben, sie seien einfach nicht gut genug, nicht klug genug, nicht schön genug, nicht stark genug. Aber was, wenn das nie deine Wahrheit war? Was, wenn dieses Gefühl gar nicht aus deinem Herzen kommt, sondern aus einem alten einem Echo von früher, von Stimmen, die dich nicht gesehen haben, die nicht die Sprache deines Herzens gesprochen haben, Worte, die wie feiner Staub in deine Seele rieselten und dort blieben, auch wenn der Sturm längst vorüber ist. Aber du musst es nicht weitertragen. Heute schauen wir gemeinsam hin, sanft und wahr, nicht um zu bewerten, sondern um dich zu erinnern. Du kamst auf diese Welt mit offenen Augen und einem Herzen voller Vertrauen. Du warst genug, vom ersten Atemzug an. Da war nichts, das du beweisen musstest. Kein Maßstab, kein Wettbewerb. Nur ein kleines, klopfendes Herz, das leben wollte. Doch dann kam das Leben. Vielleicht war da jemand, der dich nur lobte, wenn du perfekt warst. Oder jemand, der dich ignorierte, wenn du zu viel gefühlt hast. Vielleicht war da einfach nur Stille, wenn du Nähe brauchtest. Und so lerntest du, Liebe hat Bedingungen. Zuwendung muss man sich verdienen. Und du beginnst dich zu verbiegen, um zu gefallen, um sicher zu sein, um dazuzugehören. Diese Botschaften schleichen sich in dein Inneres wie ein feiner Nebel. Du atmest sie ein und irgendwann denkst du, das bin ich. Aber das bist du nicht. Es ist wie ein altes Kleid, das du als Kind angezogen hast, weil es dich wärmte. Aber heute zwickt es. Es ist eng geworden und du dürftest es längst ablegen. Es sind nicht immer die großen Traumata, keine lauten Dramen, sondern kleine, stille Erfahrungen, die tiefe Spuren hinterlassen. Da ist Leistung als Währung für Liebe. Wenn Zuneigung nur dann kam, wenn du funktioniert hast, lernte dein Herz, ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas leiste. So wird aus Liebe eine Prüfung und dein Selbstwert wird zum Konto, das nie gedeckt ist. Da ist der stumme Vergleich. Warum bist du nicht wie? Dieser Satz, ein leises Gift. Er lässt dich glauben, dass du falsch bist, so wie du bist. Er nimmt dir die Freude an deiner Einzigartigkeit und du beginnst, dich mit Maßstäben zu messen, die nie deine waren. Da ist die Loyalität zu alten Stimmen. Aus Liebe zu deinen Eltern übernimmst du ihre Sicht auf dich, auch wenn sie dich heute begrenzt, auch wenn sie dich klein gemacht hat. Es ist wie eine unsichtbare Treue, ein inneres Versprechen. Ich sehe mich so, wie ihr mich gesehen habt. Es ist wie eine innere Landkarte, die nicht deine ist, aber nach der du dich immer wieder richtest. Vielleicht hast du auch Dinge erlebt, die dir den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Verletzungen, die tief gingen. Worte, die dich erschüttert haben. Schweigen, das lauter war als jeder Schrei. Und ja, manche Spuren sind nicht leise. Sie sind Narben. Und sie verdienen es, gesehen zu werden. Gehalten. Nicht relativiert, nicht wegerklärt. Selbstwertverlust zeigt sich leise. Er zeigt sich in deinen Entscheidungen, in deinen Beziehungen, in dem, was du dir erlaubst und in dem, was du dir verwehrst. Du stellst deine Bedürfnisse hinten an, du zweifelst an dir, auch wenn du spürst, dass du recht hast. Du suchst nach Bestätigung im Außen, weil du dir selbst nicht genügst. Aber all das ist kein Charakterfehler. Es ist ein Schutzmuster.
ein altes Programm und du kannst es ändern. Dieses Loslassen passiert nicht auf Knopfdruck. Es ist kein lauter Akt. Es ist ein leiser Weg. Ein Nachhausekommen, nicht in ein neues Ich, sondern in dein wahres. Der erste Schritt: wahrnehmen. Wenn diese Stimme kommt, die sagt, du bist nicht genug, halte inne. Schließe die Augen und frage, wem gehörst du wirklich? Frage dich, woher kenne ich dieses Gefühl, nicht genug zu sein? Oft führt es zurück zu einer Person, einem Satz, einem Blick. Das Erkennen ist der erste Schritt zur Befreiung. Der zweite Schritt: unterbrich das Echo. Wenn die alte Stimme widerspricht, sag innerlich, Stopp, heute spreche ich mit mir. Und dann sprich mit dir wie mit einem Kind, das du liebst. Flüstere dir Sätze zu wie, ich bin gut so, wie ich bin. Ich darf einfach ich sein, ohne etwas zu leisten. Ich bin kein Projekt. Ich bin ein Mensch. Der dritte Schritt: zurückgeben. Stell dir vor, du gibst dieses Gefühl dorthin zurück, wo es herkam. Vielleicht in Gedanken, vielleicht mit einem Brief, den du nie abschickst. Nicht aus Wut, sondern aus Liebe zu dir, weil du verstanden hast, das war nie dein Echo. Der vierte Schritt: handle in Würde. Selbstwert zeigt sich nicht nur in Gedanken, sondern in deinen Handlungen. Setze kleine, klare Grenzen. Erlaube dir, Nein zu sagen. Geh liebevoll mit dir um, auch wenn du scheiterst. Es ist wie ein Garten, den du neu bepflanzt, mit Geduld, mit Hingabe, mit Licht. Du bist nicht falsch. Du warst nur lange in einem System, das nicht deine Wahrheit gespiegelt hat. Aber deine Wahrheit lebt noch in dir, unter dem Nebel, unter den alten Stimmen. Vielleicht leise, vielleicht vorsichtig, aber echt. Und du darfst sie wiederfinden. In deinem Blick, in deiner Stimme, in deiner stillen Kraft. Hast du dich darin wiedererkannt? Dann schreib es in die Kommentare. Und klick auf Abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Ich freue mich, dich beim nächsten Video wiederzusehen.